Hallo, ich bin der André vom SIP und heute fahren wir mal zum TÜV und schauen, was er zu unserer umgerüsteten Vespa sagt. Wir haben unser Teilegutachten dabei, wir haben die Teile verbaut, den Auspuff, den Rennzylinder, einen geänderten Vergaser. Mal sehen, ob das nun alles klappt. Jetzt nur noch tanken und dann geht's los. Wie Liter es sind. Wir sind jetzt beim TÜV. Das ist der Thomas Geiger, der uns heute hier begleitet, unsere Abnahme macht. Die Vespa steht schon draußen. Ich habe jetzt mitgebracht unser Teilegutachten und meinen Fahrzeugschein. Jawohl. Genügt das? Das reicht. Für die Eintragung brauchen wir nicht mehr. Also ich lege jetzt den Auftrag hier an. Preislich sind wir da in einem Bereich zwischen 35 und 70 Euro, je nach Aufwand. Weil wir das Teilegutachten haben, Wegen dem Teilegutachten. Wenn jetzt der Verwendungsbereich des Teilegutachtens nicht eingehalten wäre, dann müssten wir Einzelabnahme machen und dann wird das richtig teuer. Okay. Dann müssen wir alle Prüfpunkte, die hier in dem Teilegutachten nachgewiesen sind, einzeln nachweisen. Und das heißt, wir müssen eine Geräuschmessung und eine Leistungsmessung auf jeden Fall machen. Da sind wir im Bereich von zwischen 300 und 450 Euro. Okay, da spart man sich auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Genau. Wir haben uns jetzt angemeldet, haben dafür den Schein und das Teilegutachten übergeben. Ich muss dann bezahlen, in dem Fall ungefähr 30 bis 50 Euro. Und du legst den Auftrag an und dann gehen wir in die Prüfhalle und schauen uns das Fahrzeug an. So, dann gehen wir hier einfach bis zu der Schiene vor. Und hier einfach abstellen. So, wir sind jetzt in der Prüfhalle. Was machen wir jetzt als erstes? Also wir fangen als allererstes mit der Identifikation vom Fahrzeug an. Dazu kontrollieren wir jetzt mal die Fahrgestellnummer. VNX 2T. Jawohl, das stimmt. Typenschild. Identisch. Passt. Das ist jetzt die gleiche Nummer, die auch in dem Teilegutachten drinnen steht, oder? Genau, also der Anfang von der Fahrgestellnummer, dieses VNX 2T, das stimmt überein mit dem Teilegutachten. Das steht hier im Verwendungsbereich drin. VNX 2T, PX Losso. Also jetzt müssen wir die Teile freilegen, den Vergaser und den Zylinder, damit wir die Teile identifizieren können. Die Nummer, die eingelasert ist, gell? Genau, dazu muss jetzt die Zylinderhaube und die Vergaserwannenabdeckung runter. Kannst du mir Werkzeug leihen? Kann ich. Na super. Wir müssen jetzt die Zylinderhaube abbauen, damit man die Kennzeichnung am Zylinder erkennen kann. Dafür muss ich als Kunde die Zylinderhaube abbauen, weil der Herr vom TÜV macht es nicht, wo er auch recht hat, weil wenn was kaputt gehen würde, dann wäre es ja unter Umständen sein Fehler. Und so ist es mein Fahrzeug, ich baue es auseinander und ich stehe auch dann für die Schäden gerade, falls ich was kaputt mache. So. Also wir suchen jetzt nach der Kennzeichnung am Zylinder. Die ist einmal auf der obersten Kühlrippe und einmal an der Seite. Und wenn die Nummer gefunden ist, dann weiß der Sachverständige, dass wirklich die Teile verbaut sind, die auch im Gutachten enthalten sind. 140080, an der Seite steht SIP drauf. Das passt, das stimmt überein. Dann haben wir noch die Vergaserwanne. Die müssen wir auch noch runter machen. Also wichtig ist auch, dass wir unser eigenes Werkzeug dabei haben, weil es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass wir uns an der Prüfstelle Werkzeug ausleihen können. In diesem Teilegutachten-Kit ist auch eine andere Schwimmerkammer für den Vergaser drinnen. Und auch die Schwimmerkammer hat eine Kennzeichnung per Laser. Und wenn du jetzt mal schaust, da sieht man also auch die Kennzeichnung, T7 steht da drauf. Und die ist auch im Gutachten beschrieben. Also mit der Schwimmerkammer, mit dem Vergaser, mit dem Zylinder und dem Auspuff, den wir auch gleich noch anschauen, wird die Leistung erreicht und das Geräusch, das im Teilegutachten drinnen steht. Kontrollieren wir noch die Hauptdüse.
Jetzt wird noch die Hauptdüse kontrolliert, weil auch die Vergaserabstimmung festgelegt ist im Gutachten. 20, Hauptdüse 128. Passt. So, okay. Gut, dann kann ich wieder zusammenbauen, ja? Genau. Auspuff könnt ihr jetzt drüben mal schauen, da muss man nichts wegbauen. Der Auspuff, der hat eine Plakette. SIP 200000N. Also das stimmt auch überein. Dann haben wir jetzt überprüft, der Zylinder ist der im Gutachten steht, oder? Genau. Und der Vergaser ist, wie er im Gutachten beschrieben ist, mit der richtigen Hauptdüse, mit der Schwimmerkammer, die in dem Kit dabei ist. Und Auspuff haben wir auch den richtigen verbaut. Dann dürfte sich jetzt von der Leistung her eigentlich nichts mehr, also nichts sollte nicht mehr anders sein, als sie im Gutachten angegeben ist. Genau. Und auch vom Geräusch her ist es jetzt wahrscheinlich so, wie es im Gutachten angegeben ist. Und deswegen trägst du es jetzt auf Basis von dem Gutachten in die Papiere ein und verlangst nicht mehr extra eine Geräuschmessung und eine neue Leistungsmessung, weil das ja eh klar ist, laut Gutachten. Genau. So ist es jetzt. Und deswegen können wir uns die teuren Messungen sparen. Gut, dann sind wir jetzt fertig, oder? Genau, André. Also wir haben jetzt hier deinen Fahrzeugschein. Danke. Und das Gutachten, mit dem du zur Zulassungsstelle gehen kannst. Genau. Also ich fahre jetzt zur Zulassungsstelle und lasse mir die Daten, die du bestätigt hast, hier in den Fahrzeugschein eintragen. Der wird mir dann neu ausgehändigt mit den neuen Sachen drinnen und dann bin ich 100%ig legal unterwegs. Okay, super. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was erklärt, wie das so vor sich geht. Bitte abonniert uns, liked uns, den Kanal und bis zum nächsten Mal.